Herzlich willkommen zu einer neuen Kritik hier auf Cinema Strikes Back, unserem Film-, Serien- und Comic-Kanal. Hallo Jonas. Hallo Alper. Ihr merkt schon wieder, es ist wieder mal ganz frisch, ganz neu, alles ganz wild und abgefahren. Denn heute quatschen wir mal ein bisschen über Pacific Rim Uprising, den Nachfolger von Guillermo del Toros Pacific Rim, der heute in den deutschen Kinos startet. Aber der erste Teil ist zu einem Kultfilm geworden, ist von Guillermo del Toro. Das ist ein sehr bekannter Regisseur, der auch fantastische Filme gemacht hat, wie Pan's Labyrinth zum Beispiel. Hat dieses Jahr einen Oscar gewonnen für Shape of Water. Shape of Water, genau. Und er hat eben auch Pacific Rim gemacht, unter anderem. Ja, die Frage ist halt, wie geht man an so eine Kritik ran? Denn Pacific Rim ist so ein Film, bei dem sich die Geister extrem scheiden. Es gibt zum einen die Leute, die sagen, boah, nee, das ist so eine Kinderkacke, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das ist total bescheuert, das ist Transformers nur anders. Ja. Und es gibt Leute wie uns beide, die sagen, na, Sekunde mal. Der Film ist extrem geil, macht richtig viel Spaß und kann man sich immer wieder angucken. Genau. Ich finde es auch immer witzig, wenn wir über Pacific Rim reden, dann redest du immer über den Teil, so von wegen viel Spaß zu machen. Ja, der ist extrem unterhaltsam, aber ich mag es halt, ich meine, es hat einen Grund, warum die Monster in Pacific Rim 1 Kaiju heißen. Das ist halt alles eine große Liebeserklärung an den Monsterfilm des Hollywood-Kinos und auch an die Kaiju-Filme, also die japanischen Monsterfilme, wie Godzilla zum Beispiel. Und deswegen steckt in diesem Film meiner Meinung nach auch sehr viel mehr, als es so den ersten Anschein hat. Also es ist, ist jetzt kein genialer Film oder so. Es ist eigentlich ein super simpler, dämlicher Film, aber bei dem noch ein bisschen was dahinter steckt. Genau, der hat das gewisse Etwas, sehr viel Charme, das gewisse Extra. So, jetzt startet halt Pacific Rim Uprising. Wer macht die Handlung? Soll ich da mal loslegen einfach? Sollen wir erstmal mit der Regie anfangen, wer das gemacht hat? Ja, Stephen S.D. Knight heißt der Typ. Ja, genau, der zum Beispiel in Angel, Jäger der Finsternis, das ist Smallville geil. Und jetzt auch vor kurzem in Marvels Daredevil. Genau, und Buffy hat er auch ganz viel geschrieben. Genau. Und Spartacus. Spartacus auch, genau. Ja. Aber er ist vor allem bekannt für Buffy, soweit ich weiß. Also im Prinzip ein Mensch, der nur fürs Fernsehen gearbeitet hat. Und ich finde, das merkt man Pacific Rim Uprising an vielen Stellen an, aber dazu kommen wir später noch. Genau. Schießen wir erstmal los mit der Handlung. Der Film spielt im Jahr 2035. Auf jeden Fall sind die Jäger mittlerweile sehr respektiert und werden immer noch weiter gebaut, aber die Kaiju sind bekämpft und es gibt sie nicht mehr. Dann erscheint aber eine neue Technologie der Firma Shao mit ferngesteuerten Jägern, mit Drohnen. Und die sollen die klassischen Jäger ersetzen und alle rasten aus, weil das überhaupt nicht cool ist. Viele stellen sich dagegen. Es ist eine sehr kontrovers diskutierte Firma. Und in diesem Geschehen treffen wir auf John Boyegas Figur, den Sohn von Idris Elba aus Pacific Rim 1. Stacker Pentecost heißt der. Genau. Und hier heißt der, ich habe es mir aufgeschrieben, Jake Pentecost, genau. Und der hat eine Vergangenheit, die wir dann später kennenlernen, aber der ist selber kriminell geworden mittlerweile und trifft auf ein junges Mädchen, das selber einen kleinen Jäger gebaut hat. Genau. Auf Amara. Genau. Und über Umwege kommen die beide wieder ins Jägerprogramm. Genau. Und dann kommt eine neue Bedrohung. Genau. So, würde ich jetzt mal einfach stehen lassen. Ganz genau. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie schafft es ein kleines Mädchen, einen Jäger zu bauen? Dann guckt euch den Film an. Naja gut, aber selbst dann wird es euch nicht beantwortet. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Wie hat dieses kleine Mädchen geschafft, diesen Jäger zu bauen? Ich weiß es auch nicht. Ja, das wird einfach so dahingestellt, wie so vieles in diesem Film. Es soll einfach zeigen, wie krass sie eigentlich ist. Ja. Dass sie, was weiß ich, 14 Jahre alt ist, aber schon einen Jäger bauen kann. Ja. Wie gesagt, John Boyega spielt mit. Finn aus Star Wars, da kennt man den ja vor allem her, aber man kennt ihn zum Beispiel auch aus dem sehr, sehr tollen Film Attack the Block. Und John Boyega, das ist tatsächlich die Hauptfigur, den sieht man zum größten Teil im Film und der macht das überaus ordentlich. Ist halt ein Schauspieler mit sehr, sehr viel Charisma und der auch viele Comic Release hat, also viele witzige Momente, die größtenteils auch zünden, zumindest wenn John Boyega involviert ist. Man merkt da einfach, dass der Typ es wirklich drauf hat. Ich fand jetzt in diesem Film hat er mich eher genervt. Echt? In der Hinsicht. Ja. Ich fand ihn in Star Wars 7 viel charismatischer. Tatsächlich. Aber ich glaube, das lag vor allem am Drehbuch. Ich fand, der Film wollte noch ein bisschen eine Schippe lustiger sein als der Vorgänger. Und ich finde, gerade das hat ganz wenig funktioniert. Absolut. Also es ist wie so oft ein Sequel, das eigentlich lauter, stärker, härter, intensiver sein möchte. Aber wirklich, ich nehme es mal vorweg, in jedem Aspekt schlechter ist als Pacific Rim 1. Wirklich in jedem. Ich meine, ich finde, die größte Stärke dieses Films sind tatsächlich die Kämpfe zwischen Kaijus und Jägern. Genau. Beziehungsweise
Und das, Kaijus gibt's ja nicht mehr. Und das ist halt auch die größte Schwäche des Films, weil diese Kämpfe finden fast nie statt. Einmal mittendrin, einmal am Anfang ein bisschen und dann am Ende ganz viel. Ich fand es im ersten Teil wesentlich ausgewogener. Das hat schon mit einem geilen Kampf gestartet. Ja. Wenn ich mir jetzt angucke, wie das in dem Film startet, ist das halt einfach traurig. Aber es ergibt sich halt auch aus der Situation, dass es quasi clean ist. Findest du nicht, dass es einfach Spaß macht, diese Kämpfe zu sehen, auch in dem Film? Weil es ist ja nicht so, dass jetzt die Kämpfe wenig sind. Aber wie gesagt, es war mir viel zu wenig. Das wird, bis auf das Ende, wird das halt immer nur vereinzelt so kurz mal so ein bisschen angeteasert, finde ich. Aber da scheiden wir uns, glaube ich, auch gerade. Weil ich fand die Kämpfe wirklich okay. Die fand ich okay, aber ich fand es halt nicht okay, wie wenig die vorkamen. Ja, also wenn man es im Vergleich zu Pacific Rim betrachtet, dann stinkt dieser Film tatsächlich komplett ab. Ansonsten finde ich, fehlt diesem Film, und das merkt man wirklich an jeder Ecke, so der gewisse Charme. Das Charisma. Dieses gewisse Etwas, nennen wir es mal einfach den Guillermo del Toro-Faktor. Weil das war wirklich, ich glaube, der Grund, warum Pacific Rim 1 gerade so unglaublich gut funktioniert hat als Film, war die Dramaturgie und das Tempo und der Rhythmus und der Humor und so weiter von Guillermo del Toro, der das alles irgendwie hat einfließen lassen. Natürlich spielen da ganz viele Faktoren noch mit, der Video-Editor, der Kameramann, der Filmeditor und so weiter und so fort. Aber es war halt trotzdem unter der Schirmherrschaft von Guillermo del Toro ein klassischer Guillermo del Toro-Film. Ich fand halt auch, dass insgesamt der Cast im ersten Teil wesentlich charismatischer war. Also ich bin halt Riesenfan von Charlie Hunnam. Gerade auch, wenn man so Sons of Anarchy guckt, dann ist man immer bei dem. Oder King Arthur, wo der auch oder King Arthur, genau. Idris Elba ist einfach, das ist eine Wucht. Allerdings, das ist auch so einer der Menschen, guckt in die Kamera, das ist ein toller Film. Oder meistens ein toller Film. Ich weiß, was du meinst. Also ich habe jetzt Dark Tower nicht gesehen, aber ich glaube, sehen wir von ab. Ich finde, John Boyega macht seine Sache ganz okay. Ich finde nur seine Figur auch super konstruiert reingeschrieben. Ich finde, das merkt man schon allein. Es wird mal so ein Familienfoto gezeigt von seinem Vater, von seiner Adoptivschwester und von ihm. Und man sieht halt, das ist Photoshop. Genau. Also das Bild sieht genauso konstruiert aus, wie es sich anfühlt, wie er konstruiert. Ansonsten fühlt sich dieser gesamte Film generisch und konstruiert an, weil er mit Filmklischees einfach überladen ist, bis zum geht nicht mehr. Also alles, was irgendwie angedeutet wird am Anfang, spielt natürlich eine wichtige Rolle am Ende. Klar, man könnte das irgendwie als elegantes Schreiben wahrnehmen, weil eine Klammer geschlossen wird, aber das ist es halt tatsächlich nicht, weil einfach streng nach Regeln des Hollywood-Drehbuchschreibens geschrieben wurde. Und wenn man sich nur streng an diese Regeln hält, dann kommt am Ende halt auch nichts Besonderes raus. Nämlich ein generischer Film, und das ist dieser Film. Ich fand auch Scott Eastwood und die junge Schauspielerin, wie hieß die? Kaylee Spain oder sowas. Kaylee Spain, ja. Genau, fand ich beide auch flach und uninteressant. Hat mich null interessiert. Die neuen Kadetten haben mich null interessiert. Das ist das Problem, ja. Und die neuen Kadetten haben einfach wie so schlechtere Versionen vom Vorgängerfilm, von den Jägerpiloten gewirkt. Und es hat einfach gewirkt wie eine Kopie. Ja, genau, wie so eine Kopie, aber eine schlechtere Kopie. Ja, auf jeden Fall, dieser gesamte Film wirkt wie eine schlechtere Kopie vom ersten Teil. Das ist gerade alles, was mit den Kadetten zu tun hat, also es spielt wirklich viel mit Kadetten, und das ist alles erstaunlich langweilig und ätzend und nervt einfach nur. Und Kaylee Spain, diese Schauspielerin, ich finde, sie ist es nicht schuld. Es gibt einige Szenen, in denen sie emotional spielt, die sehr gut funktionieren, weil das meiner Meinung nach eine sehr talentierte Schauspielerin ist. Also, aber die Figur ist das Problem. Ja, das Drehbuch ist halt scheiße. Absolut. Es ist halt auch wieder eine Klischeefigur, dieses kleine freche Mädchen, das aber tief in ihrem Innern total verängstigt ist. Und da sind so viele Dialoge, so schlecht und so konstruiert und so offensichtlich für den Zuschauer geschrieben, dass es wirklich nervt. Also beispielsweise, wenn Amara, also diese junge Kadettin da über die Basis geht und sagt, guck mal, das ist Athena so und so, das ist die schnellste Jägerin in der Flotte, bla bla bla. Ja. Und das sind einfach so ganz viele Dialoge, die man so niemals in echt sagen würde, sondern die einfach nur gesagt werden, um dem Zuschauer eine Information zu vermitteln. Das passiert einfach ständig. Teilweise in Action-Szenen. Das fand ich wieder cool. Diese krassen, großen Actionfiguren, wo ich jede Kleinigkeit weiß. Aber es gab trotzdem auch im Laufe des Films einfach bis zum Ende die ganze Zeit Exposition. Es wurde noch am Highlight, wo man sich eigentlich nur fühlen sollte, werden noch Dinge erklärt. Oh, guck mal, er macht jetzt das und das, damit sich das und das öffnet. Genau, und auch das mit dem quasi auf was es dann komplett hinausläuft. Ja. Dieses, was wollten die Kaiju eigentlich auf der Erde? Ja. Das halt auch super
konstruiert war das. Ich habe mich so, haben die das wirklich ernst gemeint? Ja. Also vor allem, ich saß in einem Film, wo man sich über sowas eigentlich keine Gedanken machen müsste und habe mir gedacht, haben die das wirklich ernst gemeint? Ja. Also die Sache ist halt, dass 4 Leute an diesem Drehbuch geschrieben haben. 4. Ja. Und das ist ein bisschen traurig, finde ich, wenn wirklich nur das dabei rauskommt. Am traurigsten fand ich aber, dass 2 Dinge. Zum einen, Scott Eastwood ist der Sohn von Clint Eastwood. Er sieht dem auch wahnsinnig ähnlich. Das stimmt. Auf jeden Fall, dieser Typ hat nur ein Gesicht drauf. Das ist dieses leicht verschmitzte in die Kamera blicken. Klar, das ist auch so ein bisschen seine Rolle, aber ich finde, er schafft es da auch nicht irgendwie sowas, so ein bisschen Subtexte mit einfließen zu lassen, dass das Ganze irgendwie ein bisschen interessanter wird. Es ist einfach eine komplett flache Figur. Also gerade wenn er mit John Boyega zusammenspielt, der halt ein guter Schauspieler ist, merkt man, dass er total flach fällt. Ja, also sie funktionieren auch so zusammen, finde ich nicht so gut. Ja. Und ich finde auch, dass Charlie Day. da bin ich ein bisschen sauer. Die haben diese wunderbare Chemie zwischen Burn Gorman und Charlie Day, also Dr. Gottlieb und Dr. Geisler. Die 2 Wissenschaftler. Ja, genau, aus dem ersten Teil fand ich super. Ich fand die fast perfekt. Ja. Und die haben das in diesem Teil haben sie es geschafft, das komplett zu zerstören. Wirklich. Und Schlechter Charlie hätte man es nicht Day, lösen können. einer der Nervigsten- sympathischsten Schauspieler überhaupt, hat so ungefähr die nervigste Figur in dem kompletten Da hat Film aber ganz gespielt. viel die deutsche Synchronstimme mit Das auch. reingewirkt. Ja. Und das Drehbuch. Ich fand den Die unfassbar nervig. Die Figur war wirklich, war furchtbar. Absolut furchtbar. Und das ist schade, weil Charlie Day wirklich ein genialer Schauspieler, super Comedian, sehr, sehr witzig. Und hier in diesem Film ist er einfach wirklich von vorne bis hinten nervig. Genau. Was ich noch so komisch fand, so manche Handlungsstränge wurden so angerissen, aber nie so zu Ende erzählt. Zum Beispiel, es gibt zwischen Jake, Nate, also Scott Eastwood, und so einer Militärfrau, gibt es irgendwie steht die auf den einen und auf den anderen und man weiß nicht genau. Das wird immer nur kurz gezeigt, aber es wird nie wirklich auserzählt. Das ist irgendwie so. Das ist dieses, was in Young Adult Werken und Kinderwerken immer wieder so gerade Mode ist, diese Dreiecksbeziehungen. Aber ja, also wie gesagt, wenn man nur Kaiju und Jägerkämpfe sehen möchte, dann kann man sich das ruhig mal antun, wenn man bereit ist. Wenn man das besser sehen will, dann schaut man sich Pacific Rim 1 an. Ich habe gestern schon zu dir gesagt, Pacific Rim Uprising ist für Pacific Rim das, was Independence Day 2 für Independence Day 1 ist. Und dann habe ich darauf geantwortet, ja, aber auch Independence Day 2 war ja jetzt keine absolute Katastrophe. Aber es war in jeglichen Punkten schlechter als der erste Definitiv, in jedem Aspekt. Aber es hatte trotzdem auch hier und da ein Verstärken und beim Großen und Ganzen. Es war jetzt nicht so, dass ich Pacific Rim Uprising zum Kotzen fand. Er hat mich schon unterhalten. Aber ich fand den kacke. Generisch und sehr unrund. Deswegen, was für eine Punktzahl würdest du geben? Ich habe lange 4. überlegt. Ich bin tatsächlich auch bei 4 angelangt. 4. 4. Schade, es ist weil sehr der schade. erste Teil wirklich um einiges besser ist. Wie oft hast du den ersten Teil gesehen? 10-mal oder 10-mal? sowas. Ja, das ist witzig, ich gucke immer Honest Trailer an. Also es gibt der Honest Trailer dazu, falls ihr das noch nehmen könnt, der ist mega witzig. Ja. Und immer wenn ich den Honest Trailer sehe, muss ich danach unbedingt den Film gucken, weil ich so Bock habe, den Film zu gucken. Ja, ist sehr schade, aber wie so gesagt, ist es es war auch leider ein bisschen befürchtet nach den Trailern und so und dem ganzen Pressematerial, das erschienen ist und auch der Info, dass Guillermo del Toro nicht Regie führen wird. Ja. Man hat es befürchtet, aber man hat dem Film trotzdem eine Chance gegeben, wir zumindest. Und wir wurden leider ein bisschen enttäuscht. Klar gucken wir das immer mit dem durch die Brille von wegen, ja, wie ist er denn im Vergleich zu Pacific Rim? Aber auch wenn er ein eigenständiger Film wäre, der mit Pacific Rim nichts zu tun hat, trotzdem, dann wäre er ein generischer, schräger Science-Fiction-Action-Film, der vielleicht kreativ daherkommt, aber letzten Endes total flach fällt. Es ist einfach, es ist schade. War definitiv mehr drin. Aber das große Problem ist tatsächlich meiner Meinung nach das Drehbuch. Die Handlung ist wirklich, konnte nicht fesseln, war sehr, sehr zusammenkonstruiert und wenn man selbst noch in der letzten Viertelstunde des Films wirklich Dinge erklären muss, also Figuren, die wirklich zueinander sprechen und Dinge erklären, was da gerade vor sich geht, und das in der Handlung innerhalb auch keinen Sinn macht, weil die Figuren so niemand zueinander reden würden, aber es trotzdem sagen, oh guck mal, der macht jetzt das, damit das klar wird, damit das passiert und so weiter, dann kann es halt einfach, so funktioniert guter Film nicht. Das ist schade. Und vergesst nicht, Cinema Strikes Back, unseren Kanal hier zu abonnieren, da würden wir uns sehr darüber freuen und macht die Glocke daneben an, denn mit der Glocke erhöht ihr euren IQ und euren Serotoninspiegel um 7 Prozentpunkte. Instant.
Und wenn ihr wissen wollt, wie man sich 7% glücklicher fühlt, dann klickt auf Abonnieren und die Glocke vor allem. Ne? Und bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back. Macht's gut.